Hast du dich jemals so gefühlt, als würdest du ganz von vorn anfangen, selbst wenn du in diesem Bereich schon wie ein Fisch hier im Ozean bist? Also ich schon. Ich habe beschlossen, das Drehen von Zeitungsröhren neu zu lernen. Genau, du hast richtig gehört. Klingt absurd, ich weiß. Aber ich erkläre es dir gleich. Übrigens, falls du gerade zum ersten Mal von diesen geheimnisvollen Zeitungsröhrchen hörst und dich fragst, was ist das und wozu braucht man die, dann bist du hier genau richtig. Du bist auf dem Kanal, wo gewöhnliches Zeitungspapier zu völlig ungewöhnlichen Dingen wird. Zu Körben, Taschen, Deko, ja, zu allem, was dein Herz begehrt. Und mein Name ist Katharina und ich freue mich, dich auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Um all diese unglaublichen, nützlichen und so gemütlichen Dinge zu erschaffen, beginnt alles genau mit ihnen mit dem Drehen von Zeitungsröhrchen. In diesem Video zeige ich dir nicht nur, wie das gemacht wird, sondern probiere für mich eine völlig neue Art des Drehens aus. Und natürlich teile ich mit dir all meine Gedanken, Eindrücke und vor allem sehr ungewöhnliche Lifehacks. Bleib also dran, mach es dir gemütlich, wir werden sehen, ob ich umlernen kann und ob es das überhaupt wert ist. Das ist doch spannend, oder? Also, lass uns direkt ganz am Anfang beginnen. Bei den Grundlagen, sozusagen, erinnern wir uns an das Prinzip des Drehens von Zeitungsröhrchen. Ich habe natürlich schon oft gezeigt und erklärt, wie ich sie drehe, welches Papier für unser Hobby geeignet ist, wie man es richtig schneidet, wie die Größe der Papierstreifen den Durchmesser des Röhrchens beeinflusst, welche typischen Fehler es gibt. Oh, was gab es nicht alles? Falls du diese Schätze verpasst hast, schau unbedingt in der Beschreibung unter dem Video nach. Ich habe dort alle Links hinterlegt, damit du dich nicht verläufst. Und hier wirst du wahrscheinlich sagen, Katharina, warum das Rad neu erfinden, wenn das alte doch super fährt? Und du hast recht. Sollte man meinen. Aber die Methode, mit der ich normalerweise Röhrchen drehe, ist nicht die einzige. Oh ja, die Welt des Flechtens aus Zeitungspapier ist viel größer. Es gibt mehrere Varianten und jeder wählt die, die für ihn am bequemsten ist. Und bevor wir kopfüber in diese verschiedenen Methoden eintauchen, möchte ich dich um eine kleine, aber sehr wichtige Sache bitten. Unterstütz mich und meinen Kanal. Likes, Kommentare und ein Abo. Das ist eine riesige Unterstützung für mich, um weiterhin die Feinheiten und Geheimnisse dieses erstaunlichen und so ungewöhnlichen Hobbys zu teilen. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, legen wir los mit der Magie? Lass uns das Prinzip des Drehens von Zeitungsröhrchen in Erinnerung rufen. Dafür brauchen wir nur 3 Schlüsselelemente. Papierstreifen. Ein dünner, stabiler Stab. Ideal dafür ist eine dünne Stricknadel. Und natürlich Klebstoff. Am besten einen, der auch nach dem Nasswerden hält. Sonst drehst und gibst dir Mühe. Und wegen des Klebers lösen sich alle Röhrchen am unerwartetsten Moment auf. Jetzt Schritt für Schritt. Nimm einen Papierstreifen. Lege die Stricknadel an eine seiner Spitzen in einem sehr spitzen Winkel an. Lass ein kleines Stück der Stricknadel über den Papierstreifen hinausragen. Schlage die Spitze des Papiers über die Stricknadel um und beginne das Papier allmählich diagonal aufzuwickeln. Mit 2 Fingern wickelst du das Papier auf und mit den restlichen Fingern glättest du das Papier unter der Nadel. Bewege die Finger allmählich diagonal. Wenn du fast am allerletzten Ende angekommen bist, trage eine kleine Menge Klebstoff auf die Ecke des Papiers auf und drehe das Röhrchen bis zum Ende. Und ganz am Schluss, vergiss nicht, die Stricknadel zu entfernen und voilà, ein Röhrchen ist fertig. Wiederhole das Ganze mit den restlichen Papierstreifen. Das ist Ei am Grunde das gesamte Grundprinzip. Aber seltsamerweise kann man Röhrchen auf verschiedene Arten drehen. Es gibt 2 Hauptmethoden, auf einer festen Oberfläche und in der Luft. Und hier beginnen sich die Menschen in 2 Lager zu teilen. Ehrlich gesagt, das erinnert mich so sehr daran, wie vor, 15 Jahren Fotografen sich in Nikon-Leute und Canon-Leute teilten. Ich war damals auch total verrückt nach Fotografie und es gab so viele Streitigkeiten darüber, wessen Kamera richtiger war. Aber im Grunde ist doch nicht die Kamera das Wichtigste,
sondern wer dahinter steht, oder? Alles entscheidet der Blick, der Geschmack und die Fähigkeit, Schönheit zu sehen und zu zeigen. Okay, jetzt hat es mich in die Nostalgie verschlagen. Kommen wir zurück zu den Röhrchen. Wie ich schon sagte, man kann sie auf dem Tisch und in der Luft drehen. Man kann unten rechts anfangen, man kann links anfangen. Da muss sich jeder selbst dran gewöhnen. Hauptsache, es ist für dich, genau für dich, bequem und Übung macht den Meister, egal wie. Als ich mich gerade erst mit diesem Hobby vertraut machte, habe ich natürlich verschiedene Methoden ausprobiert. Und mir persönlich fiel es irgendwie sofort leichter, die Röhrchen auf einer festen Oberfläche zu drehen. Klar, meine ersten Röhrchen waren, gelinde gesagt, weit vom Ideal entfernt, wie wahrscheinlich bei vielen. Aber auf dem Tisch wurden sie bei mir gleichmäßiger und schneller. Deshalb habe ich mich für diese Methode entschieden und angefangen, meine Fähigkeiten genau beim Drehen von Röhrchen auf dem Tisch zu perfektionieren. Je mehr Röhrchen ich drehte, desto schneller und besser wurden sie. Allmählich fand ich dabei alle möglichen Lifehacks, die mir den gesamten Prozess vereinfachten. So wurde das Drehen von Zeitungsröhrchen für mich immer bequemer und schneller. Und wenn mir früher nur die Stricknadel, Klebstoff und Papierstreifen reichten, dann kann ich mir jetzt ohne zusätzliche Helfer nicht einmal vorstellen, wie ich mehrere hundert Röhrchen hintereinander drehe. Das ist mein heutiges Set zum Drehen von Röhrchen. Natürlich ein Tisch und ein Stuhl, das ist klar, keine Kommentare nötig. Papierstreifen, Stricknadel und Klebstoff, das ist unsere Basis, unser Fundament, worüber wir schon gesprochen haben. Eine Silikonmatte, damit das Papier nicht wie auf Eis über den Tisch rutscht und man eine bessere Haftung hat. Ein feuchter Lappen daneben, um die Finger leicht anzufeuchten und die Spitze des Papiers schnell und einfach aufnehmen zu können. Und ganz normales Klebeband. Es hilft, das Papier bis zum allerletzten Ende zu drehen und, was am wichtigsten ist, entlastet die Finger zusätzlich. Und da denkt man sich, na, super. Lifehacks gefunden, zusätzliche Gegenstände, ganz normale, kein Regenbogenstaub, den man nur auf einem fliegenden Teppich bekommt. Man sitzt da, dreht Röhrchen und freut sich. Besonders wenn die Hand schon so geübt ist, dass man es mit geschlossenen Augen machen könnte. Aber wie du schon verstehst, hat selbst diese scheinbar perfekte Methode nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Zu den Vorteilen würde ich für mich Folgendes zählen: schnelles und einfaches Erlernen, bequemes Drehen von Papierstreifen unterschiedlicher Breite und Länge, mehr Kontrolle über die Position der Stricknadel, weniger Belastung für Finger und Gelenke. Man kann die Geschwindigkeit erhöhen, ohne an Qualität zu verlieren. Zu den Nachteilen: völlige Immobilität, man braucht viel Platz zum Arbeiten. Und ich kann das schon, es wird langweilig. Na gut, das ist natürlich nur ein Scherz. So in etwa. Und ehrlich gesagt, genau diese Immobilität hat mich in letzter Zeit zum Umlernen bewogen. Mal ehrlich, ich kann meinen Tisch nicht in den Rucksack packen, um in die Natur zu fahren und Röhrchen an der frischen Luft zu drehen. Oder zum Beispiel am Zug oder im Auto während einer langen Fahrt. Also ja, diese Gedanken wurden für mich zum Ausgangspunkt. Ich beschloss zu versuchen, Röhrchen in der Luft zu drehen. Schauen wir uns jetzt an, wie dieser Prozess überhaupt abläuft. Ich warne dich gleich vor, ich lerne noch und ich fühle mich bei dieser Methode wie ein kleines Kind, das seine ersten Schritte macht, ungeschickt, tollpatschig, unsicher und versteht nicht ganz, wie es auch nur ein paar Meter ohne Stürze gehen soll. Also für die Methode des Drehens in der Luft braucht man weder einen Tisch, noch eine Silikonmatte, noch Klebeband. Sie hat ihre eigenen Tricks und Lifehacks, davon erzähle ich etwas später, aber den feuchten Lappen lasse ich vorerst. Mit leicht feuchten Fingerspitzen ist es sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Methode einfacher, das Papier aufzunehmen. Das Prinzip ist dasselbe, aber die ganze Magie geschieht in der Luft. In einer Hand die Nadel, mit der anderen Hand wickeln wir das Papier auf. Keine Unterstützung, alles in der Luft. Von welchem Ende des Papiers man beginnt, das ist Gewohnheits- und Bequemlichkeitssache. Ehrlich gesagt, meine Gefühle sind so: die Stricknadel zu kontrollieren ist schwierig. Sie will unbedingt tanzen gehen und den Winkel ändern. Auf dem Tisch wird die Stricknadel durch die Silikonmatte und die Finger beider Hände beruhigt. Aber hier müssen nur die Finger einer Hand sie kontrollieren, obwohl es vielleicht nur daran liegt, dass meine Bewegungen noch ungeschickt sind. Aber es gibt noch einen negativen Punkt. Bei dieser Methode muss das Röhrchen bis zum äußersten Ende manuell gedreht werden. Die Handfläche zu nutzen oder Klebeband zu verwenden, das funktioniert nicht. Deshalb ermüden meine Finger persönlich viel schneller. Und ja, am Moment schaffe ich es nur sehr langsam zu drehen.
Besonders wenn man einen Vergleich hat. Außerdem werden die Finger schnell müde und manchmal scheint es, als wäre die ganze Idee überhaupt sinnlos. So nach dem Motto, warum mache ich mir das Leben unnötig schwer? Aber auch bei der Methode des Drehens in der Luft gibt es Lifehacks. Und einige davon sind nun wirklich sehr verlockend. Einer davon ist die Verwendung eines Akkuschraubers. Das ist mal eine Wendung, oder? Und genau dieser Punkt begeistert mich am meisten. Ich bin schon ganz in Träumen. Ich nehme meinen Akkuschrauber, die Nadel, Klebstoff, Papierstreifen, setze mich aufs Fahrrad, fahre irgendwo hin an einen schönen Ort und drehe genüsslich, mit Blick auf die wunderschöne Landschaft, in 5 Sekunden 500 Billionen Röhrchen. Na, warum nicht? Träumen schadet nicht. Schädlich ist, nicht zu träumen. Gut, Spaß beiseite. Versuchen wir mal mit dem Akkuschrauber zu drehen. Man steckt die Stricknadel ins Bohrfutter, drückt den magischen Knopf und scheinbar, das war's. Man kann drehen. Klingt einfach, oder? Aber ich sag dir gleich, ab und zu hole ich den Akkuschrauber raus, versuche zu drehen und ich habe es noch nie geschafft, auch nur ein Dutzend brauchbare Röhrchen zu drehen. Diese trickreiche Magie will mir einfach nicht gelingen. Ständig gelingt es mir nicht, das Papier richtig an der Nadel aufzunehmen. Die Nadel dreht sich einfach ohne Papier. Der nasse Lappen hilft überhaupt nicht. Und mein Akkuschrauber ist auch irgendwie zu abrupt, kaum drückt man und schon reißt er los. Kurzum, mein heller Traum ist in 1000 Scherben zerbrochen. In der Natur sitzen, meditativ Röhrchen mit dem Akkuschrauber drehen. Aber vor kurzem fiel mir ein, dass ich einen Nagelfräser habe. Er arbeitet viel sanfter als der Akkuschrauber, die Umdrehungen sind flüssiger und er hat auch ein Pedal, wie bei einer Nähmaschine. Mit dem Fuß gedrückt, dreht sich, losgelassen, stoppt. Und er ist übrigens auch leiser. Und siehe da, hurra! Das Drehen von Röhrchen mit dem Nagelfräser klappt bei mir einigermaßen. Noch weit entfernt vom Ideal, ich vergesse ständig, dass jetzt auch mein Fuß mitspielt, aber es scheint, der Fortschritt hat begonnen, ich habe mich vom Stillstand gelöst. Ich erzähle dir jetzt, wie der Prozess des Drehens der Röhrchen mit dem Nagelfräser bei mir gerade abläuft. Zuerst befeuchte ich die Finger leicht, so ist es einfacher, das Papier aufzunehmen und umzuklappen. Dann klappe ich vorsichtig eine Kante des Papiers auf die Stricknadel. All das bei ausgeschaltetem Gerät. Sobald das Papier ein bisschen Halt gefunden hat, fange ich an, sanft auf das Pedal zu treten. Und hier, so scheint es, kommt man ohne Superkräfte nicht aus. Man muss wie der Superheld Flash sein, denn alles geschieht buchstäblich in Sekundenbruchteilen. Das Röhrchen wickelt sich blitzschnell auf und man muss es schaffen, das Papier zu glätten und es gleichzeitig von Anfang bis Ende zu spannen. Nur so wird das Röhrchen glatt und fest. Wenn man zögert, wird das Zeitungsröhrchen locker. Und lockere Röhrchen, wie wir wissen, weichen beim Färben schnell auf, verformen sich und eignen sich nicht für qualitativ hochwertiges Flechten. Na dann ziehen wir Bilanz. Ich werde auch die Vor- und Nachteile des Drehens von Röhrchen in der Luft hervorheben. Als Vorteile habe ich für mich notiert: Mobilität, man kann überall drehen. Wenn man lernt, mit dem Akkuschrauber oder Nagelfräser zu arbeiten, sollte die Geschwindigkeit einfach explodieren. Aber Nachteile hat diese Methode für mich im Moment noch mehr. Es ist schwierig, den Winkel der Nadel zu kontrollieren, sie will immer wieder entgleiten. Aber ich hoffe doch, dass das nur am Anfang so ist. Die Fingergelenke ermüden schneller, wenn man den Akkuschrauber nicht benutzt. Man kann sich leicht am Papier schneiden. Und falls du für irgendein Projekt doch mal dickere Zeitungsröhrchen brauchst, denk dran, breite Papierstreifen in der Luft zu drehen wird viel schwieriger sein als auf dem Tisch. Einfach weil solche Streifen schlichtweg nicht in die Hand passen. Und beim Drehen in der Luft halten wir ja den ganzen Streifen in der Hand. Okay, das waren die beiden Hauptmethoden auf einer Oberfläche und in der Luft. Klang so, als würde eine Methode auf der Erdoberfläche und die andere im Weltraum stattfinden. Oder? Kurzum, jede hat ihre Vor- und Nachteile und alles hängt davon ab, wie es für dich, genau für dich, bequemer oder einfacher ist. Aber egal, mit welcher Methode du deine Röhrchen drehst, Hauptsache der Prozess selbst und das Endergebnis machen dich glücklich. Dafür erschaffen wir doch, oder? Ich selbst lerne noch Röhrchen in der Luft mit dem Nagelfräser zu drehen. Aber leider erfüllt diese Methode bisher nicht meine persönliche Qualitätskontrolle der Röhrchen. Ich habe mich ja schon an die perfekten Röhrchen gewöhnt. Übrigens, wenn du wissen willst, was es mit dieser Qualitätskontrolle auf sich hat, kann ich das in einem separaten Video erzählen. Schreib in die Kommentare, wenn dich dieses Thema interessiert.
Und natürlich, wenn du deine eigenen Tricks, Lifehacks zum Drehen von Röhrchen hast, teile sie auch. Vielen, vielen Dank, dass du dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Ich wünsche dir nur perfekte Zeitungsröhrchen. Und bis bald in neuen Videos. Tschüss!